Tja, meine 3 liebsten Alben aus dem Jahre 2020 gibt's eigentlich nicht konkret. Aber ich habe mal nachgeguckt, was ich 2020 am meisten gehört habe. Und da habe ich nur eins gefunden, 2020, was auch 2020 erschienen ist. Das war Reckless Paradise von Billy Talent. Das andere war Got Your Six von Five Finger Death Punch von 2015. Und auch eins meiner 3 meistgehörten Alben 2020 war die F&M Deluxe von Lindemann aus dem Jahr 2019. War ehrlich gesagt nicht so viel dabei, aber ein absolut klasse Spitzenalbum von Quälertag, das Split-Album. Absolut geniale Band, unbedingt auschecken. An zweiter Stelle würde ich sagen von den Blues Pills, Holy Moly, auch wirklich ein gutes Album geworden. Aber dann muss ich sagen, dann sieht es schon ein bisschen mau aus bei mir. Wobei, da fällt mir ein, da gibt es so eine Augsburger Band, die hat 2020 so eine EP rausgebracht. Sehr zu empfehlen. Musik-Highlights 2020. Skir Skir in mein Audi von Drachenlord, Lea Wolny, Unkaputtbar und Marianne Rosenberg im Namen der Liebe. Ja genau, so viel zum Jahr 2020. Serum 114 mit Freiheit habe ich als allererstes gehasst, danach aber zum Lockdown echt wirklich lieb gewonnen, hat mir ein Stück Freiheit wiedergegeben. Irgendwann in der Doku gesehen, Kapelle Petra, an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht, wurde für mich 2020 einfach zu meinem Motto. Ja Mädels, wissen die wenigsten von euch, ich kann Boogie Woogie tanzen, ich habe einen Tanzkurs dazu gemacht, das war 2020 und deswegen ist Dave Edmunds King of Love auch einer meiner Lieblingssongs. Moin, meine Top-Alben 2020 ohne viel Tara ist einmal NoFX vs. Frank Turner, West Coast vs. Wessex, dann Massive Wagons mit House of Noise und das ist das Album, das mich jetzt 2020, gegen Ende 2020 sehr begleitet hat, ist Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall. Also da wären auf jeden Fall zu erwähnen Fit for a King mit The Path, richtig geile Scheibe. Dann Dynasty mit The Dark Delight. Die Band habe ich erst 2020 entdeckt. Schwedische Band, richtig geil, Hammer-Album, habe ich so oft gehört 2020. Und dann vielleicht noch eine kleine Überraschung, Tickets to My Downfall von Machine Gun Kelly. Ja, ist eigentlich ein Rapper, aber der hat ein Pop-Punk-Album rausgebracht und das ist richtig geil geworden. Also wirklich ein Highlight 2020.